Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind zusammen wieder im Allgäu unterwegs. Heute auf der Panoramarunde Prodel-Denneberg. Genau, und wie ihr hinter uns seht, hier hat man schon einiges an Panorama. Deswegen haben wir nämlich die Tour auch gewählt, weil sie verspricht eine schöne Sicht auf den Hochgrat bzw. die Nagelflughette. Ne? Also wie gesagt, hier hinter uns. Und die haben wir deswegen gewählt, weil da hinten, die Nagelflughette, wollen wir morgen und übermorgen erwandern in der Zweitagestour. Und da wollten wir uns das von der Seite aus schon mal so ein bisschen angucken. Genau, wir sind jetzt auch schon mitten auf der Panoramarunde, nämlich am höchsten Punkt, dem Denneberg. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie wir hergekommen sind, beziehungsweise wie es dann von hier aus auch weitergeht, Dann bleibt dran, kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Startpunkt unserer Tour war an der Talstation der Hochgradbahn bei Oberstaufen. Unser Weg führte uns heute allerdings noch nicht auf die bekannte Nagelflughette, sondern auf der gegenüberliegenden Talseite bergan zu den Gipfeln Prodel und Denneberg. Nach teils steilem und schattigem Anstieg durch Wald traten wir unter dem Blätterdach hervor und erhielten nun erste schöne Blicke auf die Nagelflughette. Nach kurzem Genuss der ersten Ausblicke ging es weiter. Natürlich bergan. Bis zu Prodel und Denneberg wollten noch ein paar Höhenmeter überwunden werden. Weiteren Höhenmetern und einigen schönen Aussichten erreichten wir unser erstes Zwischenziel, den Prodel. da uns immer mal wieder Videokommentare erreichen, wie schön Wandern mit Anne doch sei. Nun, für mich ist es manchmal eher elektrisierend. Naja, die müssen ja nur die Füße hoch genug heben. Die wollen wahrscheinlich gar nicht ausbrechen. Das passiert dann nur so aus. Oh, hast du einen abgekriegt? Ich hab's drauf. Der hat Strom, ja? Meinst du? Ich glaub's nicht. Du hast doch eben gemacht. Ich bin angekommen. Ach so, war kein Stromschlag? Ha? War gar kein Stromschlag? Nee, das war ja so ein Scheiß, ich bin dran. Ach so. Stromschlag wäre lustig gewesen, das hätte ich jetzt auf Film gehabt. Magst du nicht nochmal probieren? Ja, ich hätte es fast geschafft eben, da rutscht's.
So geht es mir, wenn ich mit Anne auf Tour bin. Aber die Strafe folgte fast auf dem Fuße. Achtet mal auf das Gebüsch rechts im Bild. Ja, film's mal von oben, weil es sieht lustig aus mit diesen Stützen. Heute muss ich aufpassen. Über Grate, vorbei an Kühen und fast durchgehend mit Blick auf die Nagelflughette erreichten wir schließlich auch den Denneberg mit seinem Wahnsinns 360-Grad-Panoramablick. Höchster Punkt der Tour. Wuhu! Nicht mehr am höchsten Punkt der Tour. Übrigens, auch abseits von Elektrozäunen, führt Anne ein unerbittliches Regiment hinter der Kamera und treibt mich zur Eile. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich hier oft einfach zu langsam bin. Ja, kannst du mal durchlaufen. Schneller, schneller. Ja, sehr schön. Weiter, weiter, du bist langsamer. Nach all dem Antreiben war ich schon vor Ende der Tour ziemlich kaputt. Ich weiß nicht, wie ich 14 Gipfel schaffen soll die nächsten 2 Tage. Das sagst du jedes Mal, wenn es bergauf geht. Wundert es euch? Mich nicht. Glücklicherweise war die Tour hiernach nicht mehr allzu lange. Ja, da haben wir es geschafft. Der Panoramaweg ist gelaufen.
Ja, wir wurden heute ein klein wenig gegrillt auf dem Weg. Etwas, also die Sonne hat gut gebrutzelt, der Schweiß lief in Strömen. Ja, Und den Weg haben wir ja extra schon so gewählt. Wir wussten, er hat am Anfang einen hohen Waldanteil und am Ende dann auch ein Stück weit noch durch Wald. Das heißt, da waren schattige Passagen dabei. genau, aber oben war dann ganz, ganz viel Sonne gewesen, beziehungsweise hier zwischendrin beim Abstieg dann auch noch. Aber wer Aussicht möchte, der muss halt eben Erst mal hoch. ungeschütztes Gelände in Kauf nehmen. So ist es, aber jetzt mal von ungeschützt und schweißtreibend abgesehen. Anne, wie fandest du den Weg? Der Weg war super, also er hat mich wirklich verblüfft. Sehr schön, extrem abwechslungsreich. Man hat sämtliche Untergründe, über die man unterwegs ist. Ganz viele schmale Pfade. Die tollen Aussichten haben wir schon erwähnt. Ist auch fordernd, also ein Stück weit. Es geht schon immer mal steil bergauf, aber nicht schwierig zu laufen. Der Abstieg dann an der einen oder anderen Stelle war so ein bisschen eklig, sage ich mal. Wir sind breit geschottert, wir sind feinen Schotter. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, rutschige Angelegenheit streckenweise. Aber ansonsten, da hat man auch dann viel Wiese um uns herum. Also man konnte auch beim Abstieg sehr weit blicken. Ja, stand dann den Blicken von oben fast in nichts nach. Also war insgesamt sehr gut zu laufen. Ja, die Zeit vergeht wie im Fluge. Genau, ansonsten die Tour selbst habe ich von der Oberstaufen Homepage, verlinke ich euch unten auch mal, wo die her ist. Ja, genau. Und Ja, ich glaube, viel mehr Haben will wir's? ich zu sagen. Der Nö, Weg war einfach genau. super. gut, dann würde ich sagen, Ab ins Wasser. genau, wir gucken jetzt, dass wir mal noch an den See kommen. Deswegen war es das hier von uns für heute. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.